Hi Leute, heute wollte ich mit euch darüber sprechen, wie lange es eigentlich dauert, um profitabel zu werden. Und das möchte ich einfach an meinem persönlichen Beispiel euch mitgeben. Ich habe damals mit Trading angefangen, vor jetzt knapp 4 bis 5 Jahren, zu Corona-Zeiten damals, und bin dann darauf aufmerksam geworden, als die Märkte gecrashed sind, dass dieses Trading existiert. Ich habe dann angefangen, mir viel Content auf YouTube anzuschauen, damals gefühlt jeden Tag 10 Stunden am Chart gehangen, habe mir Sachen angeschaut, habe versucht Pattern zu erkennen, habe YouTube-Videos ohne Ende angeschaut, habe dann auch ein paar Kurse von gewissen Leuten gekauft, die mir auch etwas weitergeholfen haben, aber da war nie so wirklich was drin gewesen, was wirklich zu mir gepasst hat. Ich habe gefühlt alle Strategien schon ausprobiert. Ich habe ICT, Fair Value Gaps, Order Blocks, Top-Down-Analyse, mit EMAs verschiedene Sachen, mit dem RSI verschiedene Sachen. Also ich habe viele Sachen schon ausprobiert und die haben aber irgendwie alle nie so zu mir gepasst, diese Strategien, weil die meistens halt dieses eine Problem hatten in meinem Kopf, und das war, dass sie einfach zu subjektiv sind. Ich habe was gebraucht, was mehr objektiv ist, dass es da nicht viel Spielraum drin gibt oder Interpretationsmöglichkeiten. Für mich war einfach wichtig, dass ich sowas finde. Ich hatte dann vor letztem Jahr so ähnlich was gefunden, hatte mir eine Challenge gemacht, dass ich $100 auf 100.000 hochtrade. In dem Video auf YouTube, ich habe ein Video gepostet, da kann man sehen, dass ich ein Konto von $100 auf $2.000 hochgetradet habe. Und dieses Konto habe ich aber kurz danach auch wieder verloren, weil ich dann mit meiner Psychologie in eine Spirale reingekommen bin und dann habe ich wieder alles verloren. Ich hatte über die ganzen Jahre jetzt auch viele verschiedene Konten schon gehabt. Ich hatte auch teilweise schon mal ein FTMO $25.000 Konto gehabt. Da war ich mit der Verification auch schon fertig und hätte dann meine Payouts bekommen können. Aber ich kam nicht so weit, weil ich dann auch wieder gespiralt bin und habe dann das Konto verloren. Was ich grundlegend sagen will, ist einfach, dass in meinen Augen ist, wie man in gewissen Situationen handelt, dass du genau weißt, wie du reagieren musst, wenn zum Beispiel A passiert oder B passiert. Das kann dir signifikant helfen, um profitabel zu werden. Dass du nicht anfängst, in gewissen Situationen zu überreagieren. Und dafür brauchst du Parameter, die bestimmen, dass du das machst, wenn das vorkommt. Und ich habe lange damit gekämpft, diese Sachen hinzubekommen, aber jetzt nach 4 Monaten, ich habe jetzt live 4 Monate getestet und so wie meine Strategie gerade ist, kann ich das ziemlich gut eindämmen und damit auch gut traden, dass diese Sachen nicht mehr so oft vorkommen. Und zurzeit läuft es bei mir sehr, sehr gut. Ich hatte, wie gesagt, viele Rückschläge gehabt, aber gerade sieht es so aus, dass diese Strategie und genau dieses System, was ich habe, sehr gut profitabel ist. Ich muss auch noch dazu sagen, es kommt nicht wirklich darauf an, dass du die beste Strategie hast, sondern es kommt mehr darauf an, dass du langfristig denkst und, wie ich davor genannt habe, halt, dass du genau weißt, was du in gewissen Situationen machst. Weil die meisten Leute begreifen, glaube ich, nicht, dass Trading so viel Psychologie beinhaltet. Man muss sich wirklich selber gut kennen, damit man langfristig Profite einfahren kann. Deswegen will ich dir einfach nur mit ans Herz geben, fang an, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Guck, was hast du vielleicht für Habits, die nicht gut passen? Welche Fehler machst du eventuell im Trading? Und wie könntest du die verbessern? Oder wie ist dein Mindset in gewissen Sachen, die eventuell kontraproduktiv sind, damit du langfristig profitabel bist?